Schönen guten Tag. Wir melden uns hier aus unserer Homebase. Hallo. In Bochum sind wir hier. Ne? Ja. So, unsere Firma ist in Essen. Die Firma heißt Piranha Bytes. Die macht Computerspiele. Und wir sind zwei Piranhas und erzählen ein bisschen was über unsere Spiele. Und Homebase Needed heißt die Sendung. Homebase. Warum? Was? Wieso denn Homebase? Was hat er denn da wieder? Open-World-Spiele sind frei. Trotzdem braucht der Spielerin Zugehörigkeit zu Locations in der World. Also wie zum Beispiel einer Gilde zu beitreten oder hast du nicht gesehen. Und neuerdings bauen wir auch sowas ein wie eine Homebase. Ne? Das heißt nicht neuerdings, also bei Risen 3 hatten wir auch sowas wie eine Homebase oder bei Risen 2, da hattest du das Schiff und deine Crew, ist ja auch nichts anderes als eine Homebase. Du konntest aber auch bei Gothic damals so ein Zimmer haben. Ne? Genau, dass du bis dann die Gildenzugehörigkeit hast. Ein Zimmer gehabt und so, dann gehörtest du dann dazu, dann ist das deine Homebase. So, ne? Aber wir haben jetzt im Elex-Universum angefangen durch die Idee, durch das Schiff, was du immer mit dir fühlst, so von Insel zu Insel, in der Mitte der Welt immer irgendwo sowas wie eine Homebase aufzubauen, ne? Wo du dann deine Crew-Party-Member, also deine Gefährten, ne? Wir nennen die Crew, also auch aus der Tradition heraus, dass man damals damit angefangen hat, eine Crew zu haben, so, ne? Also damals bei Gothic waren es die 4 Freunde, ne? Und Laris. Irgendwie war Laris auch ein Freund, ne? Oder Freund und Laris. Ja, 4 Freunde und Laris. Und das war halt irgendwie so eine Sache. Wir haben dann da eine Homebase etabliert und mittlerweile rennen da die Typen rum und du kannst dann deine Bude ausstaffieren nach deinem Belieben. Du hast da deine Truhe, du hast da dann hast du ein Bett und solche Dinge und deine Crafting-Tische und sowas, ne? Und ja. Und wir haben weniger als 100 Leute gefragt, braucht man denn sowas überhaupt wie eine Basis oder ein Hauptquartier in einem Open-World-RPG? Braucht man das überhaupt? Ist das wichtig? Und die haben Folgendes gesagt. Ja, so ein Hub ist natürlich schon gut, wenn ich nicht alles mit mir rumschleppen kann. Also wo ich Sachen hinbringen kann, das ist schon sinnvoll, aber brauchen tue ich das nicht unbedingt. Brauchen ist auch wieder so, ne? Da fühlt man sich so richtig frei. Ne? Wenn man schon das Wort sagt, brauchen, fühlt man sich richtig frei. Also brauchen, glaube ich, kann ein netter Bonus sein, ist aber nicht nötig, nein. Also wenn ich jetzt die große magische Kiste dabei habe, ist das für mich genauso gut. Also mir bringt das auch oft nichts in Spielen, mich mit den Figuren da zu unterhalten, die da jetzt rumlaufen, zu denen ich aber trotzdem irgendwie nicht so die richtige Beziehung habe. Also dann mag ich es lieber, wenn mir in so einer Story eine Figur näher gebracht wird, als wenn die dann am Schluss in meinem Dorf rumläuft und ich gar nicht weiß, warum eigentlich. Oder ist nicht zwingend notwendig, ist nice to have, ist eher so wie so ein Goodie-Add-on, sehe ich das. Weil eigentlich braucht man nur sich selber. Habe ich bei Witcher nicht, habe ich in Breath of the Wild eigentlich nicht. Gut, du kannst ein Haus in Breath of the Wild haben, aber kein Mensch schläft da jemals. Also man baut das nur aus, um es auszubauen. Nö, brauche ich nicht. Ich speichere und dann mache ich da weiter. Braucht man nicht, aber es ist cool, wenn es das gibt und das vernünftig eingebaut ist. Ich habe es auch zum Beispiel Assassin's Creed so erlebt, dann habe ich irgendwelche Missionen geschafft und habe mich echt gefreut, dass diese Leute dann bei mir im Dorf eingezogen sind und habe sie im Grunde nie wieder gesehen. Das bringt auch nichts. Also da kann ich dann auch drauf verzichten. Ich finde diese insgesamt besser, wenn ich das direkt erlebe und ich muss dann mich nicht daran erinnern. Also ich brauche auch kein Zimmer, wo Bilder hängen oder so. Ja, also ich habe häufig das als sehr cool empfunden in so einem Spiel. Es gibt sehr viele Spiele, die so funktionieren, wo du dann in den Turm gehst, zum Beispiel bei Two Worlds oder so, ne? Oder du hast immer dein Schiff dabei bei Outer Worlds, ne? Ist auch immer so deine Base, die du mit dir rumschleppst, sage ich jetzt mal. Also ich finde das schon cool, ne? Ja, ich glaube, das ist auch im Grunde genommen der Kern. Also man braucht es nicht zwingend. Ja. Schon mal gar nicht, um irgendeine Geschichte zu erzählen. Aber so eine Homebase kann unterschiedliche Features haben, die halt zusätzlich Spaß machen. Ja. Fängt an mit, ich habe da meinen Pröttel.
Ja. So, das ist das eine. Also ich kann zum Beispiel Gegenstände da ablegen. Warum muss ich denn einen Gegenstand ablegen, wenn ich nur ein unendliches Inventar habe? Weil ich es kann. Und weil man da Sachen dann sortieren kann. Zum Beispiel. Ne, wenn du alles irgendwie mal dabei hast, ist cool, klar. Aber du kannst es auch, ausdünnen. Sachen, die du nie wieder brauchst oder das brauche ich nie mehr. Ja, ein Schlüssel, den man irgendwie zu einer ganz bestimmten Truhe da und so weiter brauchst du wahrscheinlich nie wieder. Aber man hat ihn dabei, man könnte, vielleicht ist das ja da immer. Ja, so. Ne? Was dann zum zweiten Punkt kommt, wenn man eine Location hat, wo man nicht nur sein Zimmer hat, sag ich jetzt mal, sondern auch weiß, ach, da ist doch hier mein Händler-Homie, dann ist das natürlich unfassbar praktisch, wenn es so einen bestimmten Händler gibt, zu dem man immer wieder kommen kann, der so das Wichtigste hat. Das finde ich unfassbar gut. Natürlich kann man überall in der ganzen Welt irgendwen verteilen, der irgendwie Händler ist, aber meistens hat man so seinen Lieblingshändler. Und wenn der dann auch noch praktisch platziert ist, ist das natürlich ganz super. Dann kann man nämlich dieses ganze Inventarmanagement-Gedöns an einem Ort machen, wenn man da Bock drauf hat. Und das ist so ein Ding für sich, was mir zum Beispiel wahrscheinlich viel Spaß macht. Ich kann mich stundenlang damit beschäftigen, was ich jetzt irgendwie wohin und so und warum irgendwie und was ich jetzt verbessere und was nicht und bla und so. Da ist er schon längst eingeschlafen und ich bin immer noch am Rumbröckeln. Ach, du hast aber auch Planeten abgegrast, hier bei Mass Effect und so, weißt du, mit den Sonden. Kennt ihr das? Oder Fallout. Stundenlang. Boah. Was? Fallout habe ich das auch gemacht. Fallout? Ja, weil es könnte ja irgendwie, da habe ich bei jeder Waffe geguckt, ob es davon nicht irgendein Teil gibt, sogar was jetzt Bügeleisen besser ist als das, was ich hab. Weil du kannst es ja leer grasen, du kannst ja Geld draus machen, weißt du? So, also, Okay. Inventarmanagement, Lehrer, das ist schon ein cooles Feature, was ich in meiner Homebase so machen kann. Ja. Das nächste ist, es ist natürlich auch ganz fein, dieses Erfolge sehen. Also bei Fallout 3 hatten sie zum Beispiel diese Wackelpuppen. Das war ein ganz schönes Feature. Da konntest du diese Dinge an der Welt sammeln. Sie haben dir auch noch irgendwelche Skills oder Perks verbessert und gleichzeitig konntest du sie in deiner Homebase sehen, dass du sie gesammelt hast. Auch sehr schön gemacht fand ich damals bei Assassin's Creed, dass du in deiner Villa irgendwie diese Fortschritte sehen konntest. Assassin's Creed 2 vor allem meinst du? Ja, genau. Da war das, da konntest du die Sachen sammeln. Das war echt gut gemacht. Da hattest du irgendwie Gemälde an der Wand oder die Rüstung wurde immer vollständiger von diesem Standy und solche Geschichten. War das Assassin's Creed 2? Hier mit Ezio Morricone? Ich glaub schon, ne? Ja. Ja, ne? Ja, und 3 war mit Connor und hier die amerikanische also diese Geschichte. Die Ezio-Reihe war ja hier Brotherhood und genau. diese ganze. Ja, richtig. Ja, und da haben die diese ganzen Sachen gemacht. Ja. Und das kann man natürlich auch machen. Das heißt, dass man Erfolge sichtbar machen kann an seiner eigenen Homebase. Das kann ein Feature sein, was Spaß macht. Mad Max macht das auch. Ne? Ich habe da so meinen ganzen Krempel, weil Mad Max ist auch, ich muss sehr viel rumfahren und sehr viel sammeln und so und ich kann mir dann in meiner Homebase angucken, ne, und kann vor allem Features freischalten, die mir das Leben erleichtern. Mein Auto aufbocken, mich selber verbessern und so und wenn ich nach Hause komme, dass ich dann meine Wasserflasche aufgefüllt kriege oder mein Leben, dass ich halt Maden fress. Das tut man da wirklich, ja, um seine Lebensenergie wieder aufzufüllen. Das kann ich dann aufbauen und so weiter. Das ist ein Spielelement, das ist cool, ja. Das ist natürlich super aufwendig, ne? Und auf die Spitze getrieben hat das tatsächlich Fallout 4, finde ich. Okay, ja. Da kannst du nämlich alles machen. Dafür sind die auch angetreten. Ja. Dass man da tatsächlich sich sogar aussuchen kann, wo du deine Homebase hin tust, in welche Stadt du deine Crew, ja, deine Partymember, deine Gefährten, ja, hin tust und so. Du kannst sie auch teilweise gruppieren. Du kannst zum Beispiel die Roboter irgendwie da rumlaufen lassen. Du kannst dann irgendwie die Leute, die zu dieser Miliz, wie heißen die noch, habe ich vergessen, die Minutemen, ne, gehören, irgendwo dann da sammeln und dann vielleicht auch die Bösartigen woanders hin und so weiter. Ja, also das kann man alles komplett frei machen. Das ist krass, ne? Fand ich super, habe ich aber nie benutzt. Irgendwie ist das so, dass irgendwie alle in der ersten Stadt da oben irgendwie, ja, ihre Sachen drapieren und da auch ihre Leute hinschicken, weil es die erste Stadt ist, der man begegnet. Ne? Ist so, also machen sehr viele. So, was immerhin so gut ist, dass du das Feature benutzen kannst oder aber nicht musst. Denn im Grunde genommen kannst du dich bei Fallout 4 auch irgendwie, es ist ein eigenes Spiel, wenn man will, dass man nur irgendwie mit Pröttelsachen seinen eigenen Scheiß baut. Warum macht man das? Weil es die erste Stadt ist, die man sieht, weil da das Haus ist, wo man anfängt, wo man mal gelebt hat mit seiner Familie, weil da die erste
Oma ist, die von dir einen Stuhl gebaut haben will, weil da die ersten Typen sind, die dir irgendwelche Pröttelmissionen geben. Darum macht man das vermutlich, weil das Spiel einem das beibringt. Braucht man aber nicht. Man kann das auch woanders hin machen, aber die wenigsten, glaube ich. Ich habe immer die Tankstelle genommen. Du hast die Tankstelle Immer. genommen. Ja, die ist ja auch ein paar Meter weiter. Ja. So, ja, das stimmt. Da hat man seine Ruhe. Das ist dann der zweite Anlaufpunkt. Ja. Wenn man mit den Leuten nichts zu tun haben will, dann macht man sie dahin. Ja, so, das sind die Klassiker, so, ne? Ja, super. So, wir haben, ja. Dass man dann zum nächsten Feature kommt. Das nächste Feature ist nämlich, wie du schon sagtest, die Crew. Ja. Das heißt, eine Crew haben ist eine Sache, aber zu wissen, man kann immer wieder dorthin zurückkommen und mit denen interagieren, die haben Eigenleben, hat auch einen besonderen Reiz. Ja. Ja. Und dann fühlt man sich anders zugehörig oder kann anders mit denen was machen. Das erste Mal beeindruckend gesehen hatte ich das bei Dragon Age. Ja. Das ist schon echt ewig her, aber die hatten das ganz cool gemacht. Die hatten Absolut. nämlich auch ihre Pipos da am Lagerfeuer sitzen und du konntest dich dann dazusetzen und dann haben die miteinander interagiert und mit dir interagiert. Großartiges Spiel, ja. Und das hat Spaß gemacht, das war cool. Und du wolltest, dass das deine Freunde sind und solche Sachen, hast dich dann um die bemüht. Ja. Und das hat auch ein bisschen mit diesem Homebase-Feeling zu tun, dass du diese Typen dann an dich binden kannst. Und ja, das ist cool. Wir machen diese ganzen Features nur teilweise und zwar so, dass es zu uns passt. Ne? Man kann das natürlich alles ausbauen. Ach, mach doch hier, mach doch wieder, mach doch jenes. Da kriegen wir sehr viel Vorschläge, ja, Tonnen davon an Vorschlägen, wie man das noch alles ausbauen kann. Wollen wir aber nicht. Wir wollen das schon so, wie wir das machen, weil es für uns eigentlich vom Pacing her und von dem Spiel und der Geschichte, wie die wir erzählen wollen, am besten passt. So, ja. Wir haben ein bisschen was, wir bieten ein bisschen was an, aber wir bauen es nicht zu groß, wir machen es nicht zu wichtig, weil es halt doch irgendwo eine Nebensache ist für uns, für unser Spiel. So, ja. Es gibt immer so eine Tendenz, ne? Also wir neigen tendenziell, nicht zwingend immer, aber tendenziell dazu, eher dann inhaltlich und questmäßig da nochmal zu gucken, dass man da vielleicht Dinge ausbauen kann, als mechanisch. Ja. Ne? Also wir würden jetzt nicht wie bei Fallout 4 sagen irgendwie, ja, okay, wir fangen jetzt an, einzelne Wände und Aufbaustrategie zu machen, so, das eher weniger. Ja. Aber dafür könnte man ja vielleicht bei den Charakteren noch ein bisschen was dazu machen oder so. Und so bewegen wir uns dann auf so einem Level, wo wir sagen, ja, was passt denn dazu, was könnte man mal ausprobieren, ohne dass man alles völlig... Und was uns am meisten Spaß macht, das darf man aber auch nicht vergessen, so, sicherlich, ja, klar, ist auch ein Job und so weiter, aber uns muss das Spiel auch gefallen und wenn wir uns zu viel über solche Mechaniken dann irgendwie definieren, das sind wir nicht, so, ne, also dieses Aufbauzeug, so, ne, was die bei Fallout gemacht haben. Ist ein cooles Feature, keine Frage. Und ich bin schon mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich bin auch voll gespannt, wie das nächste Elder Scrolls wird. Also, das bei wird Bethesda, ja. Ne? Ja. Ja, wie war das denn bei uns? Was ist denn bei uns Tradition, was das Lager angeht? Was hatten wir denn bisher? Wir hatten das erste Spiel ohne Base. Hast du gesagt, das stimmt ja nicht, ne? Weil da hast du ja die jeweiliges Lager angeschlossen. Das stimmt, ja? Und das ist es auch, was es dann war. Da hast du dann Hütte bekommen, ne? Und das war dann auch cool. Das war so die erste zarte Pflanze von wegen eigene Dings, ne? Eigenes Lager und so weiter. Und bei Gothic 2 war es ähnlich. Gothic 3 war komplett dezentralisiert. Da gab es sowas überhaupt nicht. Da konnte man sich selber aussuchen, okay, das ist jetzt hier meine Hütte, da habe ich eine Truhe, da kann ich meinen Krempel hinlegen. Aber eigentlich, ja, war das eher eine riesige Welt, wo man überall mal hin musste, um die Quests zu machen. Das Spiel hat das also nicht selber gefeatured. Ne? Die ganzen Lager, die waren halt, jedes Lager hatte seinen eigenen Trick, sein eigenes Problem, ja, du musst das Lager füllen mit irgendwelchen Leuten, du musst das Lager du musst rausfinden, wer hier der Boss ist, oder wie in Gotha, du musst es einfach befreien von dem großen Dämon oder so. Jede Stadt hatte seine eigene Geschichte. Das war das Feature von diesem Spiel, so, ne? Und mit Lager, und ich habe jetzt einen eigenen Homebase, haben wir da nichts gemacht, so. Risen 2 hatte wieder Lager und eine große Stadt, ne? Da haben wir so dieses 4 von 7 Prinzip gemacht, so, ne? Risen 1, was habe ich gesagt? 2. Risen 1, ne? Und da konntest du dich halt anschließen, entweder der Felsenfestung, der Inquisition oder die Banditen und so weiter. Das waren so die großen, denen man sich anschließen konnte, für die eine oder die andere Fraktion zu spielen. Und da hattest du auch die jeweilige
Fraktion oder die Gilde als Lager sozusagen für dich als Homebase. Das war wieder so ein bisschen back to the roots, Ja. da konntest du auch wieder deinen Raum haben und so und das war so, tendenziell eher wieder konservativ gedacht. Und dann fingen wir an bei Risen 2, so was mit dem Schiff des Players, hatte ich gerade schon mal gesagt, ne, das ist so die Base, du hast da deine Truhe, du hast deine Crew, ne, und diese Tradition haben wir so bei Elex 1 mit dem Lager der Mitte und bei Elex 2 mit der Bastion halt weitergeführt, weil ich finde, es macht schon Sinn, es macht schon Spaß, da irgendwo so eine Anlaufstelle zu haben, wo deine Pipos rumlaufen und so weiter. Und vermutlich werden wir da auch wieder was machen in dieser Richtung. Um dann mal was Spielinhaltliches einmal zu beleuchten, wie wir da hingekommen sind. Und ja, wir haben immer ein bisschen mehr gemacht. Immer ein bisschen mehr. Mal gucken, ne? Was so gut ankam oder auch nicht und so weiter. Wie denkt ihr denn darüber? Erzählt mal. Was genau ist denn euch wichtig an sowas? Ne? Klar, kommen jetzt sehr viele Vorschläge vermutlich, ne? Ja, her damit. Aber her damit, genau. Ja. Aber erwartet nicht, dass wir die alle umsetzen, weil es gibt nämlich Tausende von Möglichkeiten, gerade ein Lager aufzubauen. Tausende. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ja. Allseits beliebt, immer mal wieder. Woran arbeitet ihr gerade? Wir arbeiten an unserem nächsten Computerspiel, was dem sehr ähnlich ist, was wir bisher gemacht haben. Und konkreter dürfen wir es nicht machen. Aber wer hier gut zuhört bei unseren Sendungen, der merkt zumindest, wie wir ticken und woran wir aktuell arbeiten und welche Dinge wir als Entscheidungsgrundlage nehmen für unsere Spiele. Das haben wir ja auch die letzten Jahre schon hier breit getreten und so. Und wir werden auf gar keinen Fall unsere Traditionen brechen. Das heißt, wir werden schon Dinge tun, die ihr von uns erwartet. Also kein Autorennspiel. Kein Autorennspiel oder sonstige Hampeleien. Das liegt uns nicht und das machen wir auch nicht. Und aktuell ist es so, dass wir die Pre-Production des nächsten Titels verlassen und so langsam in die Produktion übergehen. Dass wir schon anfangen, Püppchen in die Welt zu stellen. Die ist schon da, ne? Die ist schon ausgeblockt und so. Und auch diese ganzen groben Abstecken, auf welcher Location was ist und so, das ist alles da. Und dann fangen wir jetzt schon an, Dialoge zu schreiben und Quests zu implementieren. Da stecken wir momentan. So, ja. Und mehr dann später. Ja, hoffentlich. Gut, dann seid ihr hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Vielen Dank. So ist es. Bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss. Man möchte immer, ne? Ja, es ist ja auch irgendwie klar, natürlich arbeitet man eine ganze Zeit lang parallel irgendwie, weil du fängst im Grunde genommen mit der Idee fürs neue Spiel ja schon an, bevor das andere released ist. Ja. Und dann arbeitet man halt lange parallel. Und das ist halt etwas, was jetzt auch nicht anders ist. Und konkret kann es halt noch nicht so werden, weil das halt ein langes Projekt ist. Auch wenn man das gerne möchte.